Hallo und herzlich willkommen bei Schulgelaber. Mein Name ist Christoph. Notion ist für mich das wichtigste Tool rund um die Organisation meines Schulalltags. Ich plane sämtliche Dinge der Schule als Schulleiter in Notion, aber auch mein komplettes Leben finde ich dort organisiert, geplant, gespeichert wieder. Notion ist für mich das wichtigste Tool. Und im heutigen Video zeige ich die Grundlagen, damit du dieses großartige Tool auch für dich nutzen kannst. Bevor wir uns gleich Notion im Detail anschauen, nochmal die Frage, was ist überhaupt Notion? Notion ist eine All-in-One-Plattform, ein All-in-One-Programm, das Schweizer Taschenmesser für mein Leben. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein zweites Gehirn. Egal, ob ihr ein Projekt plant, eine Agenda euch aufschreibt, ob ihr To-Do-Listen erstellt oder einfach nur Notizen für euren Unterricht machen wollt oder deine Unterrichtsplanung. All das kannst du in Notion wiederfinden. Und das Beste ist, zu 99,9% reicht all das, was in der kostenlosen Variante zur Verfügung steht, locker für dich aus. Und hey, jetzt ist sogar noch ein KI-Modul dort enthalten. Aber dazu kommen wir in einem späteren Video. Dieses Video richtet sich vollkommen an Anfänger. Und das Tutorial, was ich euch hier vorstelle, ist auch nochmal als Template-Vorlage zum Integrieren in deinen Notion Workspace unten verlinkt. Einfach auf die Videobeschreibung unten klicken und dann könnt ihr euch das Template runterladen. Und das Lernmodul, was ihr hier in aller Länge euch anschauen könnt, mit einzelnen Abschnitten nochmal ganz gemütlich, mit einzelnen Videos, sowohl von Notion, von der direkten Seite, aber auch meine einzelnen Videos, die ihr euch hier anschaut, sind dort nochmal verlinkt. Wie eben schon erwähnt, ist Notion vollkommen kostenlos. Ihr müsst einfach nur auf die Notion-Webseite, auch unten verlinkt, surfen, euch das Programm kostenlos runterladen, anmelden und dann werdet ihr euch schon mitten in der Notion-Startseite befinden. Nachdem ihr euch bei Notion zum ersten Mal angemeldet habt und das geöffnet habt, dann findet ihr auf der linken Seite eure Seitenleiste, wo ihr sämtliche Seiten findet, die ihr im Laufe der Zeit erstellt habt. Wird das viel weniger sein, als das bei mir der Fall ist, logischerweise. In der Mitte haben wir den Arbeitsbereich. Und hier seht ihr zum Beispiel, warum für mich Notion das Schweizer Taschenmesser ist für all meine Aufgaben. Das ist hier mein Schul-Operating System. Wenn ich hier zum Beispiel eine neue Aufgabe habe in Schulprojekten, ja, dann kann ich einfach raufklicken, gehe hier, was weiß ich, neue Aufgabe oder was mal anders, wir machen mal hier Krankmeldungen, ja. Und wenn ich zum Beispiel jetzt hier in Schulprojekte reingehe, ja, das sind sozusagen sämtliche Dinge, die in meiner Schule so anstehen, ein paar sind ausgegraut für das Video logischerweise, dann seht ihr schon, dass ich heute die Aufgabe habe, Krankmeldungen zu pflegen. Jetzt habe ich das natürlich schon gemacht, ja. Und dann erscheint das irgendwann später hier unten im Archiv. Also ihr habt eine Schweizer Taschenmesser, um all eure Sachen rund um den Bereich, der euch interessiert, in dem Fall hier zum Beispiel Schule oder auch, ich nehme mich mal mit hier, zum Beispiel rund um Schulgelaber, den Podcast, was ich so alles erstellen werde. Vor kurzem, wenn das Video hier rausgekommen ist, dann wird der Bereich Beamtentum rausgekommen sein. Ja, da könnt ihr mit anderen Leuten zusammenarbeiten etc. Aber dazu kommen wir später. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch ein bisschen viel. Also beginnen wir mit dem allerersten Schritt und zwar, wie erstellt man eine Seite in Notion? Wenn ihr auf die linke Seite runterscrollt, ja, dann könnt ihr hier in dem Bereich Neue Seite anklicken. Dann erscheint dieses Fenster. Entweder lasst ihr das in den Pop-up und jetzt schreibt ihr hier, was weiß ich, neue Seite, dann ist das eine Überschrift, ja, und dann erscheint das Ganze auch, wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf der linken Seite, seht ihr das schon, erscheint das schon, ja, als neue Seite und ihr könnt das von mir aus jetzt auch groß ziehen, dann habt ihr das vollumfänglich in eurem Arbeitsbereich integriert. Hier könnt ihr jetzt unterschiedliche Vorlagen benutzen. Ja, wir starten jetzt aber einfach mal mit einer leeren Seite. Und hier kann ich jetzt einfach mal anfangen zu schreiben. Aber ich kann auch zum Beispiel mit Bullet Points arbeiten. Das ist einfach nur Strich und Leertaste. Und hier auch wieder Hallo. Und wenn ich hier zum Beispiel jetzt Enter drücke, erscheinen die einzelnen Bullet Points, so wie das bei Word gewohnt seid. Wenn ich hier zum Beispiel jetzt die Tab-Taste drücke, dann ist das eingerückt. Dann wäre das Hallo 2 oder hier Hallo 3. Also ihr versteht, was damit gemeint ist. Ihr könnt auch hier rübergehen und dann könnt ihr die einzelnen Bereiche hier runterziehen, könnt das hier verschieben, ja, wie ihr das möchtet und er springt dann gleich in die richtige Ebene, so wie ihr das sozusagen haben möchtet.
Ja, und dann kann ich es hier runterpacken. Und dann erscheint das wieder als ganz normal. Dann kann ich das hier rauf gehen und in unterschiedliche Bereiche umwandeln. Zum Beispiel, nehmen wir es mal, es ist eine große Überschrift, dann erscheint das so. Oder hier eine Überschrift 2. Also ihr könnt euch da fleißig austoben. Das würde passieren, wenn ihr eine neue Seite erstellt. Ja, jetzt wollen wir unsere neu erstellte Seite noch ein bisschen personalisieren und das finde ich immer schön, wenn man das mit Icons macht. Zum einen kann man hier einfach oben auf den Bereich Icons, also über die Seite rüber leicht hovern und dann auf Icon hinzufügen klicken, dann sucht er einfach schon was aus und dann könnte ich zum Beispiel hier dieses grinsende Gesicht nehmen. Wenn ich darauf klicke, dann kann ich das jederzeit auch ändern und ihr seht das wird dann hier auf der neuen Seite auch schon als Vorlage angezeigt, um mir vielleicht, ja, hier könnte ich, rund um den Bereich Haus und Garten könnte ich mir das Ganze vorstellen. Jetzt möchte ich aber zum Beispiel auch mir vielleicht noch ein Cover hinzufügen, auch das geht, sieht ja schon zur Auswahl, dann wählt er automatisch schon etwas aus und könnte hier unterschiedliche Sachen mir aussuchen, könnte aber auch über Unsplash ein eigenes nehmen. Auch hier würde ich euch empfehlen, das Ganze in englischer Sprache auszusuchen und dann raufklicken, dann dauert das je nach Internetverbindung länger oder kürzer. Und dann erscheint hier oben in dem Bereich das Cover, welches ihr auch neu positionieren könnt. Dann könnt ihr das hier hoch und runter schieben und dann die Position speichern und dann hat sich das. Wer aber zum Beispiel nicht diese, comichaften Emojis haben möchte, der kann auch auf hier raufklicken und auf Icons klicken und kann sich dann hier eher zurückhaltende Sachen raussuchen, indem er zum Beispiel hier auf das Flugzeug klickt und dann kann er sich die Farbe auswählen. Ich nehme zum Beispiel Purple und dann habe ich hier ein lilanes Flugzeug oder kann hier zum Beispiel das leicht ausgegraute Flugzeug nehmen. Kommen wir zur Suchfunktion. Wer wie ich einen sehr vollen Notion-Arbeitsplatz hat, der wird die Suchfunktion lieben. Hier oben einfach auf die linke Seite Suchfunktion gehen und dann können wir zum Beispiel diese Webseite, die wir gerade erstellt haben, das ist ein Test, nehmen und dann komme ich automatisch hier hin. Oder wenn ich zum Beispiel, ich mache jetzt einen Podcast zum Beamtentum, okay, dann klicke ich hier rauf, komme automatisch zu der Seite und dann sehe ich dort, was ich zuletzt bearbeitet habe, beziehungsweise finde die Seite schneller. Und das Schöne ist, ihr merkt schon, Notion lernt relativ schnell mit. Es lernt, wenn ich einfach nur das eingebe, kommt das hier schon sozusagen gleich raus und so könnt ihr da raufklicken. Aber ihr könnt auch sagen, hier, okay, das Ganze wird sozusagen nur von Menschen wie mir soll das erstellt worden sein. Und zum Beispiel beim Datum die letzten 7 Tage. Und dann wird das hier schon ein bisschen geringer ausgewählt, was ihr beziehungsweise dort unter dem Bereich einfach nur das finden könnt. Also, das ist die Suchfunktion, sehr mächtig, wenn ihr einen vollen Workspace habt. Einfach über die Suche gehen, um eure einzelnen Seiten in Notion zu finden. Kommen wir zum Bereich Erwähnungen und Erinnerungen. Auch das ist relativ simpel. Wir bleiben hier auf meiner Testseite und hier einfach nur das Add-Symbol aussuchen und dann zum Beispiel eingeben, dass das Ganze für Denis gewählt ist und dann kann ich hier was reinschreiben und dann würde der tatsächlich dort erinnert werden, beziehungsweise wenn er das nächste Mal Notion aufmacht, würde er das als Erinnerung beziehungsweise als Hinweis bekommen. Oder ich kann mir auch mit einem Datum arbeiten, indem ich sage, okay, am 26.08.23 als Datum, möchte ich dort erinnert werden, beziehungsweise, wenn ich da jetzt raufklicke, kann ich sagen, hier, es soll mich an dem Tag, am Ereignistag um 9 Uhr erinnern, und dann würde das als Erinnerung hier in dem Bereich aufploppen unter Updates, da würde das dann stehen. Oder wenn ihr gerade nicht in Notion seid, dann würde das, und ihr am PC seid, dann würdet ihr eine Erinnerung über die Mitteilungsfunktion hier auf der rechten Seite finden. Das Erstellen einer einfachen Tabelle. Früher war dies relativ kompliziert, jetzt ist das sehr einfach geworden. Ihr kennt das vielleicht alle, irgendwann will man bestimmte Dinge in einer Tabelle haben. Das ist relativ simpel, indem ihr einfach die Shift-Taste und 7 drückt und dann anfangt einzutippen, Tabelle.
Dann habt ihr hier unterschiedliche Bereiche. Wir wollen aber einen ganz normalen Basisblock haben. Die anderen Sachen sind für einen späteren Video, werde ich euch das erklären. Klickt ihr hier drauf und dann bekommt ihr hier diese Tabelle. Ihr könnt hier seitlich die Tabelle mit einzelnen Spalten hinzufügen oder hier unten mit einzelnen Zeilen das Ganze machen. Dann habe ich hier die Option, das als Kopfzeilen, hier, dass das markiert ist, oder die Kopfzeilen hier oben, dass die ausgewählt sind. Dann könnte ich das Ganze noch, wenn ich hier unten leicht rüber gebe in die Ecke, und dann könnte ich das größer ziehen und kann sagen, dass ich das Ganze anpassen soll. Jetzt könnte ich hier anfangen, die einzelnen Sachen reinzuschreiben. Und das Schöne ist, ich kann diese Tabelle, füllen wir die mal schnell aus. So, jetzt haben wir die einmal schnell ausgeführt. Jetzt könnte ich anfangen und die hier anklicken, die Tabelle, hier vorne raufschieben, und dann könnte ich das in eine Datenbank umwandeln. Habe ich hier unterschiedliche Sachen. Was ihr mit Datenbanken machen könnt, erkläre ich euch zum späteren Zeitpunkt. Ihr könnt aber auch hier raufklicken und das wieder in eine einfache Tabelle umwandeln. Die Vorlagen. Wenn ich eine neue Seite erstelle, machen wir das einfach mal, indem ich hier eine neue Seite erstelle. Dann habe ich hier wieder eine leere Seite. Nenne ich die mal Seite 2. Und dann kann ich hier mit unterschiedlichen Vorlagen arbeiten. Wenn ich hier raufklicke, komme ich zu Vorlagen und dann werden mir alle Vorlagen, die mir Notion vorschlägt, die integriert sind, schon dort darstellen. Und dann könnte ich die einfach übertragen, indem ich hier einfach auf To-Do-Liste klicke, erhalte die Vorlage und dann habe ich hier eine einfache To-Do-Liste, die ich auch benutzen kann. Ich könnte jetzt auch hingehen an die Seite, hole ich das mir wieder vor, gehe hier unten auf Vorlagen und könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt ein neues Projekt- und Aufgabenboard haben. Dann würde er mir das gleich in der neuen Seite erstellen. Und dann seht ihr es ja hier, Projekte und Aufgaben wird dann automatisch erstellt und kann ich dann anfangen, irgendwelche Sachen hier hinzuschieben. Also die Vorlagenfunktion, da findet ihr unfassbar viele Sachen rund ums Studium etc. Diese Vorlagen kann man sich herunterladen. Wie ihr das Ganze macht, zeige ich euch dann jetzt. Jetzt zeige ich euch, wie ihr die einzelnen Vorlagen, welche ihr im Internet findet, auch zu eurem Workspace hinzufügen könnt. Unter anderem diesen Notion Anfänger Guide, den ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung kommt ihr zu meinen ganzen Vorlagen und weiteren Vorlagen, die ihr dort findet, um euer Leben zu vereinfachen bzw. besser zu strukturieren. Wenn ihr solche Sachen zu eurem Workspace hinzufügen wollt, dann ist das relativ simpel. Nachdem ihr auf die Webseite gegangen seid, wird dieses Fenster dann erscheinen, nachdem ihr das ausgefüllt habt. Und dann könnt ihr hier auf Duplizieren klicken. Dann erscheint das Ganze. Und dann möchtet ihr das natürlich erlauben. Und dann ist das automatisch in euren Workspace hinzugefügt. So, jetzt ist das in meinen Workspace hinzugefügt und dann werde ich das hier an der Seite oben nochmal extra finden. Normalerweise ist das unter einem anderen Bereich zu finden. Da findet ihr alle eure Vorlagen immer auf der ersten Seitenebene, findet ihr eure runtergeladenen Vorlagen. Nachdem du nun die Grundlagen gelernt hast, zeige ich dir jetzt so ein paar kleine Tipps und Tricks, die dein Arbeiten und dein Leben in Notion durchaus vereinfachen. Beginnen wir mit eigenen Covern hinzufügen bzw. eigenen Icons. Wenn ihr hier oben auf das Icon draufklickt, dann habt ihr die Möglichkeit, unter Individual ein eigenes Icon hinzuzufügen. Das ist relativ simpel, indem ihr einfach eine Datei hochladet. Ich habe das hier schon mal vorbereitet und dann hier ein Logo runtergeladen. Dann könnt ihr das hier einfügen und dann habt ihr hier eigene Logos, die ihr als Vorlage benutzen könnt. Wie kommt ihr auf solche Logos? Hier zum Beispiel bei The Noun Project habe ich unten auch nochmal verlinkt. Könnt ihr hier einfach irgendwas eingeben, check, und dann könnt ihr hier raufklicken und das Bild herunterladen, beziehungsweise wenn ihr euch anmeldet, könnt ihr das vernünftig herunterladen. Ihr könnt aber auch animierte Logos hinzufügen, indem ihr zum Beispiel auf giphy.com geht und zum Beispiel hier dieses Check runterladen, dann könnt ihr hier raufschauen und dann könnt ihr das mit rechter Maustaste und dann Bild sichern in Downloads und dann könnt ihr solche animierten Sachen auch als Icon für eure Webseite benutzen. Eine weitere Möglichkeit, seine Workspace-Seiten zu verschönern, sind animierte Cover. Auch hier gehe ich einfach auf Cover ändern und kann hier etwas hochladen. Nehmen wir mal eine Datei, die ich schon rausgesucht habe.
Und zwar nehmen wir das hier mal. Und dann seht ihr hier, nachdem das hochgeladen ist, dass ich hier animierte Cover im Hintergrund haben kann. Auch das kann ich wie jedes andere Cover, was ihr zur Verfügung habt, neu positionieren. Kann das hier schieben, kann das hier nach oben, nach unten bewegen. Ja, nehmen wir mal hier den Bereich, so dass ich die Blätter besser sehe. So, wie komme ich zu solchen Sachen? Auch hier geht ihr einfach wieder auf githy.com. Da empfehle ich euch zum Beispiel Pixel Art unter Nature einzugeben. Dann könnt ihr die einzelnen Sachen runterladen, die ihr zur Verfügung habt. Und dann könnt ihr das hier zum Beispiel raufklicken, rechte Maustaste. Ja, und dann könnt ihr das Foto dort herunterladen. Hier Bild sichern in Downloads und dann landet das Ganze und dann könnt ihr das eurem Workspace, eurer Seite hinzufügen und so bekommt ihr animierte Cover. Einen neuen Tab eröffnen. Ich muss sagen, selbst ich habe diese Sache relativ lange gebraucht, um die zu benutzen. Ihr könnt über Command T oder auf dem Computer, auf dem Windows-Computer Steuerung T, ja, könnt ihr einen neuen Tab öffnen oder ihr könnt hier auf das Plus-Symbol gehen. Dann lädt sich die letzte Seite, die ihr besucht habt, nochmal neu. Ihr könnt aber dadurch, weil die hier oben erscheinen, hin und her switchen und somit zwischen einzelnen Seiten hin und her gehen, um vielleicht, was weiß ich, hier Sachen herauszukopieren, um sie dann hier schneller einzufügen. Ja, so, zack, habe ich das Ganze vorhanden und muss nicht immer umständlich zu den einzelnen Seiten hingehen, ja, indem ich hier zum Beispiel raufklicke, dann müsste ich hier unten wieder raufklicken. Also all das kann ich mir sparen, indem ich mit unterschiedlichen Tabs arbeite, um das ganze Leben und das ganze Arbeiten noch zu vereinfachen und schneller zu machen. Kommen wir zum letzten Tipp. Und zwar, ihr könnt jede Seite in Notion als PDF exportieren. Wenn ihr zum Beispiel etwas erstellt habt, wo ihr sagen wollt, hey, das würde ich auch ganz gerne ausdrucken, um es vielleicht in Papierform vor mir zu haben, um bestimmte Dinge haptisch abzuhaken, wie zum Beispiel bei mir solche Personalentwicklungsgespräche, wo ich einzelne Sachen mir eintragen möchte bzw. abhaken möchte, dann könnt ihr jede Seite als PDF exportieren, indem ihr hier auf die 3 Punkte klickt und dann nach unten scrollt, exportieren und dann könnt ihr hier unterschiedliche Sachen auswählen, exportieren und dann wird das Ganze als PDF dargestellt bzw. abgespeichert. Damit sind wir jetzt durch mit dem kleinen Anfänger-Tutorial und die ersten Schritte in Notion, sodass ihr sofort loslegen könnt und euren eigenes Leben rein in Notion packt, um es zu vereinfachen und zu verbessern. Wenn ihr Fragen habt oder euch das Tutorial runterladen möchtet, um die einzelnen Sachen nochmal Schritt für Schritt durchzugehen und vielleicht euch nochmal in Ruhe anzuschauen, dann einfach die Vorlage euch runterladen und dann sehen wir uns zum nächsten Video rund um Notion wieder. Ciao.